Äh? Guck mal an. Da ist hier auf einmal ein Laser versteckt, mitten im Bambusgestrüpp. So, ich hoffe, dass uns jetzt nur noch die Stadt fehlt. Ich ziehe einfach durchs Bambus durch, ja, wie sieht das aus? Ach nee, da kommt der Laser erst. Okay. Wahrscheinlich so in der Mitte von den beiden. Also hier so. Noch nicht. Dann wird die Mitte wohl die Stadt sein. Das heißt, wir müssen jetzt... Wir versuchen hier wegzukommen. Aber in die Stadt. Aber hier noch. Ach stimmt, das waren ja diese Kackrätsel, wo ich jetzt noch nicht weiß. Vielleicht kriege ich es noch raus. Ich weiß. Wir werden es so sehen. Die geöffnet. Oder war die schon offen? Okay. In meinem kurzen Anspielen habe ich hier schon was entdeckt. Vielleicht hat das auch mit der Stadt zu tun. Ich weiß es nicht. So, und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich noch rausgefunden habe, den ich schon mal in dem Let's Play gesehen habe. Die hatte ich vorgespult, die hatte ich reingeschränkt. Deswegen wusste ich, dass es hier diese Windmühle gibt. So, vielleicht hat sie was mit der Stadt zu tun. Das einfach mal raus. Lalalala. Lalala. So. Separieren. Zack. And we are open. Okay. Screenies reingucken, was wir so haben. Okay, da haben wir einmal. Ist gut. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos?
Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm or a geranium or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. So. Ach, hier ist ja so ein Bildschirm. So, jetzt. Da hatte ich nämlich auch ausgeschaltet. Dann. Ich habe ihn die Rätsel nicht lösen lassen. Jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Ein Fehler wird immer ausgecancelt. Kann man das andere auch noch lösen? Ah. Ich bin König. Ich möchte eine Doppelflügeltür haben. Bam. Wir sind durch. So. Haben uns einen zweiten Weg aufgemacht. Okay, hier war ich nämlich schon mal. Ach, das habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Okay. Gut. Auf wie geht's? Das können wir mittlerweile auch lösen. Mittlerweile sind wir ja schlauer geworden. Oh. Eine ganze Truhe nur dafür. Wahnsinn. Ich würde mal sagen, das lohnt sich jetzt so richtig. So.
Schiete. Okay. Moment. So, dann hätte ich den drin. Das ist ein Zack. So. Next step. Würde sagen, so sollte das passen. Ja. Los. Rein und weiter geht's. 3. So. Und so. Haben wir beide aufeinander geschafft und können so weitermachen. Ist richtig? Ja. Ah. Gut. So, das heißt, wir dürfen uns ab jetzt einen Fehler erlauben, müssen aber dafür Fehler drin haben. Habe ich drin. Okay. Hier geht's jetzt hin. Ah, nee. Das heißt, wir müssen da rein. Genau, das konnte ich nämlich vorher. Hier drin irgendwas? Ja, hier unten. Ein Gezwitscher. Okay. Würde ich jetzt erstmal sagen, das können wir noch nicht lösen. Würde ich mal so zackendreist behaupten, dass wir das noch nicht lösen können. Okay, dann gehen wir doch hier hin. Das ist jeweils 2 Sterne. Man das? Ah, guck mal hier.